Ja, willkommen zu unserer dritten Folge bei Travel Steps unseres Auswanderungsprojekts nach Polen. Eigentlich wollten wir schon längst da sein, hat sich ein bisschen verschoben, ist ein bisschen dazwischen gekommen, aber dennoch wir sind guter Dinge und heute machen wir uns auf den Weg nach Stettin. Sind jetzt gerade in Lübeck am Bahnhof, fahren mit dem Mecklenburg-Vorpommern-Ticket direkt nach Stettin. Schauen uns mal um, wie es da so ausschaut, um eventuell auch nach möglichen Alternativen zu suchen, wo es sonst noch so schön sein könnte. Ja, und jetzt kommt doch einfach mit. Nach halb oder fast 6 Stunden Zugfahrt sind wir angekommen in Stettin am Hauptbahnhof. Und jetzt gibt es Zug nach was zu essen. Wir hatten eine sehr gute Zugfahrt. Doch so laut. Die Zugfahrt war super angenehm, sehr entspannt. Ja, und der erste Eindruck ist, ja, es ist ein bisschen rumpelig hier am Bahnhof, aber es ist ein Bahnhof. Und wir sind sicher, dass da noch ganz viel folgt. Und wir sind gespannt, die Stadt zu entdecken. Ja, wir sind jetzt an unserem ersten Abend in Stettin und ja, es ist richtig was los, was wir nicht wussten. Wir haben ein Konzert hier heute Abend, beziehungsweise ein Festival. Es ist mega voll, überall sind Leute und ja, haben mega viel Spaß. Überall sammeln sich die Bierflaschen an den Straßen, an den Wegesrändern und ja, hier spielen einige Größen der polnischen Musikszene, deswegen ist hier richtig was los und es macht total Spaß. Überall gibt es hier Bier zu kaufen, muss man natürlich immer zugreifen. Und ja, die Stimmung ist voll nett, die Atmosphäre hier am Fluss ist super. Es ist richtig cool. Wir haben echt Spaß und freuen uns, dass wir mitten ins Haus hineingestolpert sind. Und der Clou des Ganzen ist, wir wohnen auf einem Schiff. Wir schlafen heute Nacht auf diesem Boot direkt am Festivalgelände. Ja. Neben dem Bierausschank. Und neben dem Bierausschank ist unsere Kajüte. Also keine Chance auf eine ruhige Nacht momentan, deswegen sind wir draußen mittendrin. Ja, und haben eine echt gute Zeit. Also macht Spaß hier zu sein. Ja, wir haben die erste Nacht in unserem Boot hinter uns. Total witziges, cooles Erlebnis. Total nette Kajüte. Sehr charmant. Ja, hier war gestern einiges los. Die Nacht war noch ziemlich lustig. Wir haben trotzdem schlafen können. Ja, wenn ihr mal sehen wollt, wie es da drauf aussieht, dann kommt doch mal mit. Hier geht's in unsere Kajüte. Da sind ein bisschen gediegene Räume. Ja genau, und auf unserer Seite findet man dann die Räume für die Rucksacktouristen. Willkommen in unserem Reich. Also klein, aber total voll okay. Ja, und hat alles, was sein muss. Jetzt auf unserem Boot. Das ist eigentlich total nett hier an der Oder. Wir sind dabei, noch ein paar Alternativen zu Bydgoszcz zu entdecken, was unsere Auswanderungspläne angeht. Und sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, privat, beruflich, weswegen wir jetzt ein bisschen die Sache auf Eis legen mussten, beziehungsweise nach hinten verschieben mussten. Was uns aber gleichzeitig ein bisschen mehr Zeit gibt, noch ein paar andere Städte anzuschauen, noch ein paar Alternativen. Und wir haben uns deshalb einmal auf den Weg nach Stettin gemacht, um einmal zu gucken, hey, wie lebt es sich denn gleich hinter der deutsch-polnischen Grenze, also direkt auf dem polnischen Gebiet, mit der Nähe zu Deutschland. Unsere ersten Eindrücke sind eigentlich ganz nett, also die Stadt ist nicht ganz so hübsch, nicht ganz so attraktiv, nicht ganz so malerisch wie Bydgoszcz. Aber wenn man sich ein bisschen darauf einlässt und den Verkehr an den Hauptstraßen und ja, etwas neuere Stadtgestaltung außer Acht lässt, dann kann man hier eigentlich auch einiges entdecken. Und wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, ist ja auch ein bisschen was los. Und ja, wir wollten mal ein bisschen genauer erkunden, lässt es sich hier aushalten oder nicht.
gerade in der Touristeninformation und haben super gute Tipps gekriegt. Zum Beispiel, dass alle Nationalmuseen in Szczecin kostenlos sind am Samstag, sodass wir gleich mal eine Runde drehen und gucken, was die Museen hier in der Stadt so zu bieten haben. Auch aber mega nett. Konnte sogar Deutsch, besser als ich Polnisch. Das ist eine gute Idee, mal in den Touristeninformationen vorbeizugucken, weil man sonst vielleicht auch ein paar Dinge verpasst, die man ganz gut mitnehmen kann. Hier sind wir bei einem Muzeum Narodowe w Szczecinie Historii. Das ist quasi ein Museum für die Geschichte der Stadt und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Jeden Samstag, wie gesagt, ist alles, was mit National zu tun hat, for free. Und ja, 5 Stockwerke, ganz lustige Sachen, alte Fotos, kann man ein bisschen Vergleich zwischen polnischen und deutschen Zeitaltern, kann man nur empfehlen. To samo tu. Tu jest taki 60 lata meble polskie, oprócz tych Chińczyków czarnych, to nowe, a tu niemieckie meble ze Szczecina i wyposażenie. Das ist so Vergleich. Hier waren die polnischen und hier waren die deutschen. Das waren die polnischen. Genau, das ist der Vergleich quasi. So wie man gelebt hat. Ja, also zum Vergleich. Also das war die polnische quasi Zeit. Das war so aus der deutschen Zeit quasi. Das war sozusagen die kommunistische Zeit, das war wahrscheinlich noch viel älter natürlich. Aber genau. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches Thema ich am liebsten in meinem Schlafzimmer aufnehmen würde. Wir sind ja gerade in einem Museum für Kunst. Genau, Museum für Kunst. Auch kostenlos am Samstag. Und mega interessante Ausstellung. Ja, jetzt stehen wir hier vom Dialogzentrum der Umbrüche und schauen uns einmal an, wie die Geschichte Polens sich seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Also hier sehen wir ja, die Geschichte des Kommunismus. Ja, und jetzt sind wir im Nationalmuseum. Wunderschön von außen, super entspannt, was hier so los ist. Sind ja alle Museen kostenlos heute am Samstag. Gucken wir mal. Und hier sind wir in der Abteilung Dzieci Magii, afrykańskie Lalki i Marionetki. Das heißt Kinder der Magie, afrikanische Puppen und Marionetten. Das ist eine Kollektion verschiedenster Dinge, wie ich finde, ziemlich abstrakt und ein bisschen exotisch. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen durch. Wir sagen auch den Besen hier auch mal Hallo und auch den Mann im Boot, der gerade hier versucht zu trinken. Oder auch den anderen Musiker. Ich bin ja ein Freund von Musikern.
Und was macht der Sound? Ist gut. Der Sound. Also die Abteilung im Museum ist eigentlich noch ganz nett. Vieles hier ist ja eher rumpelig, wie in der Lagerhalle, ein bisschen zusammengestellt. Das ist ganz süß. Jetzt stehen wir mitten in der City und wollen in das Café 22. Das heißt so, weil es sich im 22. Stock dieses Gebäudes befindet und eine grandiose Aussicht verspricht. Und ja, wir haben jetzt mal Lust zu schauen, wie Tschetschen von oben aussieht. Jetzt sind wir im Café 22. Ich würde sagen, das ist ziemlich cool. Super Aussicht. Wir haben zufällig auch noch einen Tisch hier bekommen, wo alles total reserviert ist. Man muss hier vorher eigentlich am Samstag zumindest ganz bestimmt sich vorher anmelden. Sonst wird das hier nicht oder ein bisschen Geduld und Frechheit mitbringen. Ja, also wir sitzen jetzt sehr gut. Es ist sehr nett. Die Preise sind total human, sag ich mal, ähnlich wie vielleicht in einem deutschen Café in dieser Lage. Ja, ich finde es schön. Schmeckt's? Schmeckt auf jeden Fall. Sehr schön. Schmeckt so, wie es aussieht. Jetzt gibt es hier eine Lichtnikowe stoisko. Schauen wir uns hier mal ein paar Prachtstraßen an, gesäumt von Denkmälern, Cafés, einen kleinen Brunnen. Ich bin ganz überrascht, dass wir das hier jetzt entdecken, weil wir ein paar Tage durch die Stadt gelaufen sind. Und ich immer dachte, Mensch, wo sind Cafés, wo sitzen Leute, wo sind die Menschen? Hier. Ja, nett. Hier an einem Stettiner goldenen Schlag. Quasi ein Weg, der über eine lange Straße führt, über Straßen mit lauter Denkmälern, Fontänen und Sehenswürdigkeiten. Ja, und wir chillen hier mit einem coolen Bierchen und gehen Richtung einen coolen Park, wo wir dann später auch schwimmen werden. Und ja, wir kommen mit. Wir sind auf unserer Erkundungstour jetzt zufällig auf der goldenen Touristenroute auf den Platz Jasna Bwania gestoßen. Hier ist ein bisschen was los. Also gerade schon die Hühner da. Ja, das ist cool. Wettbewerbshühner. Ja, viel für Kinder, irgendwas auf der Bühne, Foodtrucks. Ja, total viel treiben. Das ist eigentlich total angenehm, schönes Wetter. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal ein bisschen an. Das ist echt nett. Gute Atmosphäre.
już jest kanał bydgoski w lecie, bardzo ładny. Fontanna w wodzie. Tja, und nun sind wir in der Różana Czytelnia. Das ist ein Ort, wo die Stettiner quasi hingehen, sich in solchen weißen Kästen, ich zoome mal kurz mal ran und versuche das besser zu machen. Da ist einer an so einem Kasten, Bücher auszuleihen. Ich muss zugeben, die Bücher sind in sehr gutem Zustand, quasi frisch auf dem Tisch wie aus der Bücherhalle oder aus Buchhandel und auch ziemlich international. Und man kann sich so ein Buch mitnehmen und dann in irgendeinen so einer Liegestühle oder auch so einer coolen Schaukelstühle sich gemütlich zu machen und zu lesen. Das ist quasi extra so ein Ort dafür. Ja, nee. Was sagst du dazu? Ja, sehr schön. Ja, ich liege sehr gut. Ist echt nett, total gut. Die Parks hier sind fantastisch, wirklich Oasen. Ja, du siehst auch sehr entspannt aus. Ja, ich bin auch sehr entspannt, endlich. Auch auf Sehr so warm einem heute. Schaukelstuhl. Sehr warm heute. Schau mal. Ja. Ja, das Wetter ist einfach fantastisch. Und ja, wir lassen es einfach gut gehen. Ist nice. What a surprise. Wir sind jetzt am Badesee, nur 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt mit der Tramway. Kaum sind wir hier, kaum sind wir aus dem Wasser, fängt es an zu regnen, es donnert und blitzt. Die Leute sind jetzt alle abgehauen, das war total nett, wir hatten Spaß und es ist eigentlich total nett, idyllisch, Wasserski. Ja, das nächste Mal kommen wir wieder, wenn die Sonne wiederkommt. Ja, und weil es so schön war, sind wir bei Sonne nochmal wiedergekommen. Sind jetzt hier am See, Głębokie, und freuen uns auf einen Sprung in das kalte Wasser. Ja, ist total nett. Heute ist nicht so viel los wie gestern. Heute ist ein Montag, sehr entspannt die Situation hier am Wasser. Und wir freuen uns, dass wir ein paar echt coole Ecken der Stadt entdeckt haben, an denen man echt ein bisschen chillen kann und eine ganz coole Zeit haben kann. Wir sind jetzt noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass das die Stadt ist, in der man am allerbesten in Polen leben kann. Aber hey, also es ist nicht schlecht und man kann hier schon einiges reißen. Es ist nur so, wenn man einen Vergleich hat zu anderen Städten, dass einem schon relativ schnell bewusst ist, es ist halt nicht die aller schönste Stadt auf der Welt, aber mit extrem coolen Ecken. Aber jetzt werte das nicht ab. Wir haben uns überlegt, wir hatten hier eine genau richtig, hier wir hatten hier eine richtig gute Zeit, trotz allem. Ich sag ja nur, wenn man halt... Das Angebot ist vielfältig mit den ganzen Parks. Also die Stadt hat super viel zu bieten, die Stadt ist sehr vielfältig, aber ich kann schon verstehen, dass Leute in Tschechien ankommen und erstmal denken, hey, fällt mir ein bisschen schwer, die Stadt jetzt sofort ins Herz zu schließen. Ich glaube, genau das ist es. Dafür braucht man vielleicht einen Ticken länger als in anderen polnischen Städten, die einfach eine intakte Altstadt haben und die einen einfach sofort weghauen. Also hier ist es so, dass man einfach ein bisschen Zeit braucht, die Stadt kennenzulernen und auch lieben zu lernen. Und wir sind eigentlich ziemlich dabei, hier jetzt echt ein paar gute Ecken für uns zu entdecken. Jetzt nach einem sehr entspannten Ausstieg in Wochenende Fahrtrichtung links. wieder auf dem Weg zurück im Regionalexpress nach Hamburg und ich bin sehr entspannt. Ich bin echt happy, dass wir die Stadt kennengelernt haben.
und eine echt ganz gute Zeit hatten. Ich hätte es echt nicht erwartet vorher, weil ich hatte eigentlich keine Idee davon, wie es da so ist, aber ja, war letztendlich echt ziemlich begeistert und würde jederzeit für ein Wochenende nochmal wieder hin. Ob ich jetzt, ob es ein Ort für uns wäre, um dort einzuziehen, das ist nochmal eine andere Frage, das muss man überlegen, aber ich würde es nicht von vornherein ausschließen. Also hat mich total positiv überrascht, hat mich auch ein bisschen geklickt nach den ersten Anfangsschwierigkeiten. Ja, für mich ist es eine Stadt, die sich auf jeden Fall lohnt zu entdecken. Ganz positiv sind wir eigentlich berührt von der ganzen Roma und freuen uns auf ein neues, freuen uns auf einen weiteren Aufenthalt dort. Was hat dir am meisten gefallen? Schwer zu sagen. Also was ich ganz super fand, war, dass du echt in relativ kurzer Zeit aus der Stadt in die Natur kannst, dass die Badeseen oder der Badesee. Ja, es gibt schon wirklich 5 Badeseen. Ja, es gibt mehrere, dass du mit der Straßenbahn wirklich direkt ans Ufer quasi fahren kannst. Ja, das fand ich total klasse. Parks fand ich mega beeindruckend, dass es geht in so einer riesigen Stadt, dass so viel Erholungsgebiete zu haben. Das fand ich echt cool. Ja, ich fand es eigentlich ganz cool zu sehen, was die Leute dann auch machen aus dem, was dort ist. Denn wie gesagt, die Stadt ist nicht die allerhübscheste unter den deutschen Städten, die ja nun mal einfach alle oder viele von denen sind einfach super schön. Das gehört es nicht. Trotzdem war es super lebendig, abends an den Ufern der Oder, wo schon einiges passiert ist, wo man so ein bisschen planieren kann. Da ist noch ein bisschen was zu machen, man kann auf den einen oder anderen Bauplatz und dann übergeht noch mehr und dann wird auch bestimmt noch was passieren. Aber die Ansätze sind super. Ja. Ein Kuss drauf. Genau, Tatras. das gute Tatras. Also schönes Tatras.